eigentlich ziemlich ungerecht, weil nämlich Therapien und Behandlungsstrategien unzureichend die individuellen Unterschiede berücksichtigen. Aufgrund des Geschlechts, und dabei meine ich nicht nur das binäre, sondern auch non-binäre Geschlechter, aufgrund des Alters, aufgrund sozioökonomischer Unterschiede oder Vorerkrankungen. Aus kulturwissenschaftlicher Sicht muss man die Gerechtigkeit eines Gesundheitssystems immer hinterfragen oder immer wieder hinterfragen, da kulturelle, ökonomische und soziale Ungerechtigkeiten in solchen Systemen nicht groß gedacht werden können, wodurch der Zugang und auch die Qualität der Versorgung ungleich verteilt sind. Wir stehen vor einem Paradox. Gesundheit ist ein Menschenrecht und gleichzeitig ist Gesundheit unglaublich ungerecht verteilt. Wenn wir verstehen wollen, warum das so ist, müssen wir uns gesamtgesellschaftliche Machtverhältnisse und deren Wechselwirkungen anschauen. Sowas wie Klasse, Gender, Race, Kapital und Kultur. In Austria, contraceptives, IVF treatments and abortions are not covered by insurance, as well as some pregnancy-related tests and treatments. On top of these injustices, we also face some technological and epistemic injustices, which also makes us not receive the best healthcare that we could. Es ist ein Irrglaube, dass die meisten Menschen Egoisten sind und nur an sich selbst denken. Die meisten Menschen sind grundsätzlich prosozial. Das heißt aber nicht, dass sie sich immer prosozial verhalten. Wichtig ist deshalb, dass wir Informationen darüber geben, wie unser eigenes Gesundheitsverhalten auch die Gesundheit von anderen Menschen positiv oder negativ beeinflussen kann und dass wir Gesundheitsverhalten, insbesondere prosoziales Gesundheitsverhalten, auch einfach machen. Der technische Fortschritt in der Biomedizin und auch in der Datenanalyse ist wirklich ganz enorm. Und ich stelle mir vor, wenn wir viel besser verstehen, was wirklich die molekularen Mechanismen von Erkrankungen sind, wird es auch ganz neue Spezialisierungen von Ärztinnen und Ärzten geben. Also sagen wir, statt einem Hals-Nase-Ohren-Arzt wird es eine Spezialistin für bestimmte molekulare Mechanismen und bestimmte molekulare Netzwerke geben. In Österreich sind die Zuständigkeiten im Gesundheitswesen sehr stark zwischen Bund, Ländern und letztlich auch der Sozialversicherung zersplittert. Und das führt dazu, dass Überlegungen wie zum Beispiel die berühmte Finanzierung aus einer Hand kaum umsetzbar sind. Und das spüren im Ergebnis dann natürlich auch die Patienten und die im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen. Und ich glaube, dort müsste man ansetzen, wenn man könnte. Aber politisch mehrheitsfähig ist das leider zum derzeitigen Zeitpunkt in Österreich nicht. Dazu sind eben zu viele Spieler beteiligt, die etwas zu verlieren haben.